erinnert, die Frau ist 35 Jahre alt, also da darf man den großen Engagement lange Verletzung, die Mannschaft scheint dennoch gefestigt zu sein. Im Gegensatz dazu müsste Aue ziemlich frustriert sein. Die Mannschaft hat bislang nur einmal gewonnen, dabei wären die in der vergangenen Saison ja fast aufgestiegen. Ja, war die Überraschungsmannschaft der vergangenen Saison, aber da hat sich irgendwie die Euphorie und die Erfolge, die haben sich in den Weiten des Erzgebirges irgendwie verflüchtigt. Wir sind gespannt auf das, was Aue bietet, hoffen natürlich auf ein gutes Ende für Cottbus. Anstoß ist um 20:15 Uhr und Inforadio überträgt am Freitag. Östlicher Berliner Ring. Er ist noch da, der Ausbruch auf der mittleren Spur Richtung Dreieck-Schwanebeck zwischen Freienbrink und Aachener. A10 nördlicher Berliner Ring zwischen Dreieck-Pankow und Mühlbeck Stau Richtung Oranienburg. Hier dauert es etwa eine halbe Stunde länger als sonst. A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Schönefelder Kreuz und Mittenwalde Stamm der rechten Spur und Stau nach einem Unfall. Hier dauert es etwa 20 Minuten länger als sonst. B101 Berlin Richtung Großenhain. Vollsperrung nach Unfall zwischen Herzberg und Bahnhofswerder. Stadtverkehr Berlin, Wedding-Bornholmer Straße zwischen Jülicher und Bösebrücke bis zum 10. Dezember wegen Bauarbeiten nur eine Spur pro Richtung. Auch hier kommt zu Verzögerungen. Spandau-Rohrdamm, Höhe-Luftfahrtstraße ist an einer Baustelle abwechselnd eine Spur nur frei. Auf der U-Bahnlinie 3 Galtendorf, die Züge Richtung Nollendorf, also nicht in Dahlesdorf. Sie müssen bis Kozielski Allee fahren und dann wieder zurück. Hinweise und Wetter im Inforadio. Hier von das Piet, wir hören, was kommt. Weitere Wetterinformationen für Berlin und für Brandenburg finden Sie online. Inforadio.de. Superreiche in Deutschland wollen mehr Steuern bezahlen. Das haben sie unterschrieben in Form eines Appells an die Politik. Die Überschuldung und die Finanzmarktkrise haben uns diesen Schritt gebracht. Und wir sind keine Spinner, sagt einer der Initiatoren, Jim. Ein Interview mit ihm hören Sie gleich. Und dann bleiben wir beim Geld, bei der aktuellen
Stabilitätskriterien und deren Durchsetzung für die Euro-Mitgliedsländer, so Parteichef Seehofer. Deshalb müsse durch Schärfung der Stabilitätskriterien und eine europäisch verbindliche Schuldenbremse die Wiederholungsgefahr eines Marsches in die Schulden vermieden werden und es müsse denen, die in Schwierigkeiten sind, bei der Überwindung ihrer Schuldenkrise geholfen werden. Die Forderung im CSU-Europapapier, ein europäisches Insolvenzverfahren zu schaffen, mit der Möglichkeit, dass Schuldenländer die Eurozone verlassen, schwächte Seehofer dann doch etwas ab. Diese Möglichkeit eines geordneten Restrukturierungsverfahrens sei nur die Ultima Ratio. Dafür gäbe es noch einige andere Maßnahmen. Die Debatte über die politische Zukunft von Bundesaußenminister Westerwelle reißt nicht ab. Bundeskanzlerin Merkel stellte sich hinter ihren Minister. Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, die Kanzlerin arbeite vertrauensvoll mit Westerwelle zusammen. Das Auswärtige Amt bezeichnete Medienberichte über einen bevorstehenden Rücktritt des Ministers als frei erfunden. Die Grünen forderten Westerwelle erneut auf, sein Amt niederzulegen. Parteichefin Roth sagte, der Minister genieße im Ausland kein Ansehen und habe nun auch noch den Rückhalt in seiner Partei und der Bundesregierung verloren. Westerwelle steht seit Tagen in Berlin, die alles nach dem Erfolg der libyschen Rebellen zunächst verbieten hatte, den NATO für einen Handelsweg auf den vatikanischen Raum zu verlegen. Das Auswärtige Amt des Innenministers unterblieb das Ausland der Botschaft. Die Militärprogrammierung sei bei den Zerstörungen der Küstenschutz von Anwendung. Für die Operation wurden mehr erfahrene Kämpfer gebraucht, berichtete eine Korrespondentin des Nachrichtensenders Al Jazeera. Türkei gilt als Hochburg der Anhänger von Muammar Gaddafi. Verhandlungen mit den dort ansässigen Stammesführern über eine friedliche Übergabe der Stadt brachten bislang kein